Wer große Gefäße haben will, muss irgendwo anfangen. Mein Schnitzwerkzeug kennt ihr ja schon. Ich habe es in Österreich das erste Mal dabei gehabt und habe schon einen Löffel aus Österreicher Nadelholz geschnitzt. Das Video kommt später. Ich habe dann einen kleinen Löffel aus einem Wanderstock geschnitzt und jetzt wollte ich austesten, wie weit man damit wirklich kommt. Ist es so gut, wie es aussieht, oder doch billiger China-Schrott? Der Sturm hatte uns einiges an neuem Holz beschert, das vom Wald in den Garten gefallen war. Zuerst überlegte ich, eine Schüssel zu schnitzen. Das Schwierigste ist wie immer, einen Ansatzpunkt zu finden. Ich ließ mich also nicht entmutigen. Das ist gefährlich, das ohne Handschuhe zu machen, Mädel. Na, geht doch. Doch ich kam hier nicht weiter. Das Kehlmesser stieß an seine Grenzen. Die Schüssel war vielleicht einen Ticken zu groß gedacht. Also den hier einmal. Hier, ich suchte ein neues Werkstück aus für eine Tasse. Erst die Rinde abschnitzen. Danach konnte ich grob den Klotz mit dem Beil vorbereiten. Mit dem kleinen scharfen Messer glättete ich die raue Oberfläche. So soll es ungefähr aussehen. Mit dem Kehlmesser versuchte ich dann ein kleines Loch ins Holz zu kanten. Das ging gar nicht so schwer, es war weiches Holz. Aber mein Werkzeug war wohl doch keine Profiware. Die Klinge verdrehte sich immer stärker im Griff. Klar, darauf wird ja auch viel Kraft ausgeübt. Scharf waren sie ja, aber schlecht verarbeitet. Es gibt Menschen, die ärgern sich über den Fehlkauf, es gibt Menschen, die wettern über China-Schrott und es gibt so Leute wie mich. Die schnappen sich eine Flasche Holzleim und ein paar Streifen Holz und fangen an, das Werkzeug zu reparieren. Ein paar Streifen werden zugeschnitten, dann geht's los. Ich habe erst Leim ins Loch gespachtelt, dann habe ich den Rest vom Loch mit Leim befüllt. Anschließend habe ich die Streifen nacheinander ins Loch gestopft. Jetzt kommt die Klinge in den Griff hinein. Dann wurde der Rest noch mit Holzspanen ausgestopft und richtig fest reingedrückt, bis nichts mehr ging. Alle Reste habe ich oben mit der anderen Klinge abgeschnitten. Und jetzt, sagt ehrlich, es sieht doch fast aus wie neu, oder? Wenn alles ausgetrocknet ist, kann's weitergehen. Und was soll ich sagen? Es funktioniert super. Nix verdreht sich und ich kann weiter an meiner Tasse arbeiten. Aber ich will ehrlich mit euch sein. Die Klinge ist dafür nicht die richtige. Da muss man mit anderen Werkzeugen ran. Und weil ich die noch nicht hatte, habe ich dieses Projekt nie zu Ende gebracht und das Werkstück wurde irgendwann zu Brennholz. Jetzt habe ich neues Werkzeug gekauft. Wenn ich es damit nochmal probieren soll, dann schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Lust habt, euch das anzusehen. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da, um meinen Kanal zu unterstützen. Ich würde mich freuen, euch hier wiederzusehen. Doch für heute sage ich Ciao, bis zum nächsten Video.